Ich will mit Julia ein neues Leben anfangen und nicht permanent von der Vergangenheit eingeholt werden. Papa, Julia braucht mich und ich brauche sie. Schön, aber ihr könntet doch auch... Nein, das können wir nicht. Wir müssten uns jeden Tag für unsere Liebe rechtfertigen und das will ich nicht. Und Julia auch nicht. Hey, den hast du ganz schön eingewickelt. Naja, irgendwie muss ich dir ja helfen. Außerdem ist er wirklich nett. Ich kann gut verstehen, dass du gerne bei ihm trainierst. Und deine Kollegen sind auch nicht übel. Aber... Oh, die blöde Kuh hat dir auch noch geglaubt. Bastiane, bitte, ich kann dir alles Fass mich nicht erklären. an. Ich will dich nie wiedersehen. Was ist mit Julia? Sie wird nicht mehr zwischen uns stehen. Ganz bestimmt. Okay, dann lass uns mal. Jan, was ist nun mit Julia? Keine Sorge, ich habe ihr geschrieben. Wo ist die Tasche? Ah ja. Du willst also wirklich mit ihm gehen, hm? Ja, ganz schön verrückt, oder? Nein. Ich wünsche euch alles Gute. Okay, wir müssen dann mal. Also, mach's gut. Wann kommt ihr zurück? Keine Ahnung. Wir machen uns erstmal ein paar schöne Tage in Paris und dann fahren wir einfach weiter und bleiben, wo es uns gefällt. Hm? Genau. Genau so machen wir es. Hört sich gut an. Tja, das ist es auch. Komm. Tschüss, Martin. Und danke. Die reden da die ganze Zeit davon, wie ein Spieler eine Schwalbe macht. Kannst du mir mal erklären, was das bedeutet? Was fragst du ausgerechnet mich? Ja klar, du bist doch jetzt unsere Fußballexpertin. Bloß weil ich einen Artikel für eine Schülerzeitung geschrieben habe. Dann eben nicht. Und außerdem, ich dachte, du hast Fußball. Wie kommst du denn darauf? Aber du hast doch immer gesagt, du kannst Fußball. Ach was, ich fand Fußball immer schon klasse. Aber ich muss jetzt los, Nick wartet bestimmt schon. Steffi, wenn sich ein Spieler im gegnerischen Strafraum fallen lässt, weil er angeblich gefoult wurde, dann ist das eine Schwalbe. Warum macht er sowas? Schon mal was von Elfmeter gehört? Ja, aber was hat denn das damit zu tun? Ach, das ist doch ganz einfach. Naja, ist ja auch egal. Ich muss jetzt los. Tschüss. Uli, nimm mal. Ach, Oma. Sag mal, was ist denn los mit dir? Nichts, ich hab nichts. Doch, du siehst so traurig aus. Ich sehe doch nicht traurig aus. Ich bin total gut drauf. Uli, mit mir kannst du doch reden, komm. Oma, bitte, es gibt nichts zu reden. Was denn mit deiner Freundin? Habt ihr Streit? Uli! Ja, wir haben ein bisschen Stress. Naja, es kommt doch überall vor. Muss man sich nicht gleich aus der Bahn werfen lassen. Ich lass mich doch gar nicht aus der Bahn werfen. Na, bin ich mir nicht so sicher. Sag mal, ja, wie heißt deine Freundin eigentlich noch? Bastian. Wie wär's, wenn du Bastiane mal zu uns einladen würdest? Bastiane? Wieso das denn? Na ja, ihr könntet euch in aller Ruhe aussprechen. Und vielleicht würden sich die Wogen dann noch wieder glätten. Außerdem möchte ich das Fräulein mal gerne kennenlernen. Ich glaube, es ist kein so guter Einfall. Später vielleicht, aber momentan nicht. Ja, es war nur so eine Idee von mir, weil du so traurig aussiehst. Schon okay. Uli, ruf sie aber mal an. Bestimmt, ruf sie an, sie wartet drauf.
Das glaube ich nun nicht gerade. Was ist denn mit Martin los? Ich glaube, er denkt an Kerstin. Er mochte sie wohl sehr. Tja, vielleicht ein bisschen spät. Jetzt ist sie weg. Tja, so schnell werden wir sie nicht wiedersehen. Aber ich kann Kerstin voll verstehen. Also, wenn mir ein Typ eine Reise nach irgendwohin anbieten würde, dann wäre ich auch offen davon. Ja, und die Kneipe? Würdest du die einfach so im Stich lassen? Na klar, wieso denn nicht? Also ich kann mich da an Zeiten erinnern, da ging der Laden immer vor. An die kann ich mich nicht erinnern. Also, wenn das so ist, eine Reise nach irgendwo hin kann ich dir nicht bieten, aber... Aber Paris? London, Rio? Nein, wir könnten nach Mainz. Ja, da wohnt eine Cousine meiner Mutter, die könnten wir doch übers Wochenende mal besuchen. Das wäre doch auch nicht schlecht, oder? Du, ich glaube, ich kann die Kneipe doch nicht im Stich lassen. Hallihallo. Hallo. Wer bist du denn? Ja, ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Also, lebt Julia oder lebt sie nicht? Sie lebt. Sie hat Jan geschrieben. Na klar. Und weißt du auch, was sie geschrieben hat? Ich weiß nur, dass sie Jan gebeten hat zu kommen. Was frage ich mich? Und wo ist sie? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwo in Spanien. Von dort wurde der Brief jedenfalls abgeschickt. Und Jan ist natürlich auch direkt sofort hingefahren. Nein, Jan ist mit Kerstin nach Paris. Du weißt schon Bescheid? Ja. Naja, vielleicht meldet sie sich ja doch noch bei dir. Klar, nachdem sie Jan jetzt sitzen gelassen hat. Darauf kann ich dann auch gut verzichten, danke. Außerdem ist dafür hier schon zu viel passiert. Was war das? Was soll eine Schwalbe sein? Wenn sich einer im Strafraum fallen lässt und dann einen Elfmeter schießen muss. Wer hat dir denn den Blödsinn erzählt? Das ist kein Blödsinn. Das ist der totale Schwachsinn. Uli. Das ist doch wahr. Ja, aber ich weiß ganz genau, dass es stimmt. Also jetzt streitet euch nicht wegen so einer Schwalbe. Ich streite doch gar nicht. Uli hat einfach keine Ahnung von Fußball. Das ist ja wohl... Nick, jetzt sag du doch auch mal was. Ich hab doch recht, oder? Ja, also, es war schon nicht so schlecht. Aber wir müssen jetzt los, sonst kommen wir noch zu spät zum Training. Wieso wir? Na, ich gehe natürlich mit. Kommst du dann? Ja, steht nur alle auf. Daddy, wir müssen zum Training. Ja, ich habe ja gar nichts gesagt. Es hört ja hier sowieso keiner auf mich. Eben. Ja, dann vielen Dank für das Mittagessen. Es war sehr lecker. Du hast doch fast gar nichts gegessen. Das hat nichts zu sagen. Es war trotzdem gut. Tschüss. Und grüß die Schwalben von mir. Schönen Tag noch. Die hat echt null Ahnung von Fußball. Aber mich blöd anmachen. Ach, Hauptsache ist doch, dass sie sich für nix Fußball interessiert. Das ist doch wichtig für die beiden. Das ist doch wohl nicht dein Ernst, dass die sich für Fußball interessiert. Die will sich bei Nick bloß lieb Kind machen. Also du siehst immer nur das Schlechte in jedem Menschen. Ja, in der kann ich nichts anderes sehen. Die ist und bleibt ein falsches Biest. Ich kapier das nicht. Ihr habt die ganze Zeit gewusst, dass Julia lebt und keiner hält es für nötig, mir irgendwas zu sagen. Wir wussten auch nur, dass Jan zu ihr wollte. Die Nachricht hätte dir keiner gerne gesagt. Außerdem habe ich immer noch gehofft, dass sie sich bei dir melden würde. Vergiss es. Die Hoffnung habe ich schon längst begraben. Das weißt du doch noch gar nicht. Es war doch erst mal ab. Freu dich, dass sie noch lebt. Na klasse. Tim, sie ist deine Frau. Ja, meine Frau. Und wieso schreibt sie Jan dann Briefe? Jan ist ihr Bruder. Ihr Bruder? Na klar. Hallo, Tim. Du weißt es schon. Jan ist zu Julia Jan gefahren. ist nicht zu Julia. Jan ist mit Kerstin in Paris. Was? Er hat doch gesagt, dass er nach... Er hat sich im letzten Moment umentschieden. Tim hat es mir gerade erzählt.
Kathi von Sterneck. Hallo. Grüß dich, Kathi. Ich bin's, Uli. Ach, Uli. Na, wie geht's? Danke. Ist Bastiane da? Nee, du, tut mir leid, die ist nicht da. Weißt du vielleicht, wo sie ist oder wann sie wiederkommt? Oh, keine Ahnung. Ich bin auch gerade erst nach Hause gekommen. Okay, dann versuche ich es vielleicht später nochmal. Mach das. Tschüss. Tschüss. Essen schon fertig? Komm, mein Junge, setz dich. Es geht gleich los. Oh Mann, bin ich geschafft heute. Und? Was sagt dein Trainer? Wozu? Ja, stellt er dich jetzt für das Pokalspiel auf oder nicht? Weiß nicht, er hat sich noch nicht entschieden. Was heißt das, noch nicht entschieden? Naja, Dennis ist schließlich auch noch im Rennen. Dennis? Er kann doch im Fußball nicht von der Melone unterscheiden. Von wegen, der ist voll gut drauf im Moment. Nick, der ist keine Konkurrenz für dich. Ja, der Trainer sieht das anders. Ah ja. Sag mal, dieser Dennis, hat der eigentlich eine Freundin? Oh, was soll denn das jetzt schon wieder? Also hat er nun eine oder hat er keine? Woher soll ich das wissen? Komm, antworte. Er hat keine. Ja, dann ist der Fall ja klar. Warum dein Trainer ihn mehr einsetzt als dich? Der trainiert einfach mehr als mein lieber Herr Sohn. Ach bitte, Daddy, nicht schon wieder. Wieso? Wir haben's doch eben gemeinsam rausgekriegt. Diese Steffi schadet dir nur. Quatsch. Steffi kann voll gut mit dem Trainer. Wenn der mich nicht aufstellt, dann hat das ganz andere Gründe. Steffi hat damit nichts zu tun. Also ich bin... Und wie gesagt, vielleicht kriegst du ja morgen schon einen Brief von Julia. Darauf warte ich lieber nicht. Kann ich was für dich tun? Nee, im Moment nicht. Danke. Ich glaube, ich gehe lieber mal. Macht's gut. Du auch. Und wenn was ist, ruf an. Ja, klar. Ach, mein Junge. Ich verstehe nicht, dass Julia ihn so ignoriert. Ich verstehe es einfach nicht. Ich auch nicht. Aber sie wird schon ihre Gründe haben. Ebenso wie Jan. Jan? Er hätte uns ja was sagen können. So erfahren wir es wieder als Letzte. Er wird sich schon noch melden, bestimmt. Warten wir es ab. Mann, muss das sein? Was ist denn mit dir? Hast du irgendein Problem? Zufälligerweise ja. Ja, dann sag mir doch einfach, was los ist, statt mich jetzt so anzublaffen. Was ist? Willst du nicht drüber reden? Ich habe Stress mit Bastiane. Ich habe sie belogen. Wie belogen? Ich habe die ganze Zeit so getan, als wäre Papa genauso ein hohes Tier wie ihr Alter. Der ist nämlich Professor. Warum hast du so getan? Wenn die merkt, dass Papa Clarissas Hiwi ist, dann lässt die mich doch fallen wie eine heiße Kartoffel. Das ist doch nicht dein Ernst. Na klar, überleg doch mal. Ihr Vater ist steinreich. Na, wenn sie dich fallen lässt, weil Daddy keine Kohle hat, dann kannst du sie gleich abhaken. Ich will sie aber nicht abhaken. Ja, aber das musst du doch, wenn sie so drauf ist. Ich verstehe gar nicht, was du an so einer arroganten Ziege finden kannst. Sie ist nicht arrogant. Kein Stück. Naja, wenn sie uns zu popelig findet. Das hat sie nicht gesagt. Verstehe ich nicht, wie du darauf kommst, dass sie so denkt. Das wäre doch fast normal bei so einer von und zu. Keine Ahnung, nicht alle Adligen müssen so beschränkt sein. Ja, frag sie doch einfach, dann weißt du, woran du bist. Gibst du mir bitte einen Kaffee? Hallo, träumst du? Was? Was ist denn los mit dir? Ach, ich musste gerade an Uli denken. Vielleicht hätte ich doch mit ihm reden sollen. Quatsch, der ist doch schon längst eine andere. Na, das glaube ich nicht. Mein Gott, Bastiane, wann raffst du es denn endlich? Der Typ hat dich von vorne bis hinten verarscht. Ja, okay. Aber dafür muss es doch einen Grund geben. Ja, er hat eine andere, ganz einfach. Ach nein, nicht Uli. Okay, er ist nicht gerade der Casanova, aber er könnte trotzdem eine andere haben. Dich hat er auch eingewickelt. Ach komm, Kathi, red nicht so. Vielleicht gibt es irgendeinen anderen Grund, warum er gelogen hat. Aha, aber er hat gelogen. Und das ist ja wohl schon schlimm genug. Klar. Aber ich würde ihm vielleicht verzeihen, wenn... Wenn er eine gute Ausrede hat?
Mann, Mädchen, du willst dich wohl mit aller Gewalt bescheißen lassen. Nein. Aber ich will ihm eine Chance geben. Vielleicht musste er lügen. Ja gut, dann finde es raus. Du meinst, ich soll ihn fragen? Ach, natürlich nicht. Dann serviert ihr dir bloß eine neue Lüge. Finde raus, was er sonst noch so treibt. Lern Leute kennen, die ihn kennen. Ja, und wozu soll das gut sein? Ja, so könntest du zum Beispiel rausfinden, ob er noch mit anderen Mädchen geht. Du könntest dich auch vor seinem Haus postieren. Vielleicht läuft er dir ja dann direkt mit seiner neuen Flamme in die Arme. Ich weiß auch gar nicht genau, wo er wohnt. Wir haben uns immer hier getroffen. Aber du weißt ja wohl, wie er heißt, oder? Ja, Prozeski. Und er wohnt in Köln. Mhm. Ja, wunderbar. Dann wär's ja wohl gelacht, wenn wir das nicht ratzfatz raus hätten. Hat jemand die Fernsehzeitschrift gesehen? Nein. Hallo, Arno? Susanne? Ist jemand zu Hause? Nicht? Okay. Tja, ich wollte euch nur Bescheid sagen. Ich bin nicht zu Julia gefahren. Ich bin mit Kerstin auf dem Weg nach Paris und ich werde auch so bald nicht zurückkommen. Ich habe Julia geschrieben und sie gebeten, dass sie sich bei euch melden soll. Es wäre schön, wenn ihr euch mal um sie kümmern könntet. Ich melde mich mal und dann erkläre ich euch alles. Ach so, ja. Schöne Grüße auch von Kerstin. Vor allem an Susanne. Und macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es wirklich so gut wie schon lange nicht mehr. Also, euch alles Liebe. Bis dann irgendwann mal. Uli, warte mal. Du isst nichts mehr. Du gehst nicht mehr an die frische Luft. Was ist denn los mit dir? Nichts. Das ist alles in Ordnung. Aber du musst doch mal vor die Tür gehen. Du siehst ja schon ganz schrecklich aus. Nachher vielleicht. Ich nehme dich im Auto mit zum Park. Da kannst du ein bisschen laufen. Lass mal. Du musst dich beeilen, Walter. Ja. Hier, komm. Bin schon gar nicht mehr hier. Und du, mein Junge. Du gehst ein bisschen an die frische Luft, klar? Tschüss. Tschö. Uli. Ich gehe ja gleich raus. Ja, wozu soll das denn nützen? Du musst dich mit dem Mädchen aussprechen, hörst du? Ja, wenn das so einfach wäre. Oh, natürlich ist das nicht einfach. Ich meine, ich weiß ja nicht mal, was los war. Aber einer von euch muss doch den ersten Schritt machen. Hm? Na gut, ich werde mit ihr reden. Du, das ist recht, mein Junge. Du, Momentchen mal hier. Kaffee, eine schöne Rose. Wir Frauen mögen das. Danke, Oma. Hey, nicht so stürmisch. Warum denn nicht? Willi könnte reinkommen. Und? Moment. Scheiße. Was ist? Ich muss zum Training. Ach, das fällt dir jetzt ein? Ich habe nicht gedacht, dass es schon so spät ist. Tut mir leid. Wir holen das nach, ja? Scheiß Fußball. Du willst Bastiane die Wahrheit sagen? Wieso denn so plötzlich? Weil ich durch die Lügerei nur Ärger habe. Ständig habe ich irgendwie Angst, dass ich mich verplappern könnte. Naja, das mit Oma ist doch auch schon in die Hose gegangen. Selbst schuld. Du hättest dir eine bessere Geschichte ausdenken müssen. Ausgerechnet die Uniklinik. Du hättest sie ganz weit weg verfrachten müssen. In die Schweiz oder in die USA. Da siehst du's. Ich habe einfach kein Talent zum Lügen. Das kann man alles lernen. Ich will aber nicht mehr lügen. Das macht mich total krank. Ich will endlich ehrlich sein. Uli, du hast dir deine Familie doch aus gutem Grund verschwiegen. Willst du jetzt riskieren, dass Bastiane sich von dir trennt? Wenn ihr unsere Wohnung zu klein und zu popelig ist, dann ist sie sowieso nicht die richtige. Wo hast du das denn her? Das sagt mein Bruder. Er kennt doch Bastiane gar nicht, oder? Nein, aber er hat auch eine Freundin und die findet uns ganz okay. Ist Ihr Vater ein berühmter Professor? Schwimmt Ihre Familie im Geld?
Gehen bei ihr zu Hause reiche und gebildete Leute ein und aus? Nee. Na, siehst du. Aber bei Bastiane zu Hause ist das so. Also wenn ihre Eltern Walter kennenlernen, ja, gute Nacht. Klasse, dann kann ich bei denen ja auch nicht landen. Wieso? Du bist anders als deine Familie. Du bist so wie ich. Aus dir wird mal was. Das kann aber noch eine ganze Weile dauern. Soll ich Bastiane so lange belügen? Nein, nur so lange, bis du ihre Eltern kennengelernt hast. Wenn die dich erst mal mögen, dann kannst du sie ja langsam auf deine Familie vorbereiten. Aber vorher vermeidest du das Thema. Sieh mal, ich habe Christoph auch nie gesagt, wie ich aufgewachsen bin. Das wäre besser so. Deshalb solltest du es genauso machen. Damit das klar ist, so ausgeruht wie gestern, kommt ihr mir heute nicht noch mal vom Platz. Hört auf zu motzen. Das war ein ganz schwaches Bild gestern. Ich will, dass wir uns diesen Pokal holen. Und ich habe keine Lust, dass ihr mir das kaputt macht. Durchhänger können wir uns nicht erlauben. Ich verlange Spitzenleistung und ich weiß, dass ihr die bringen könnt. Also bitte seht zu, dass ihr euch anständig ranhaut und... Ach, der Herr Prozeski ist auch schon da. Ja, tut mir leid. Aber die U-Bahn, also ich hatte ein Problem mit was war denn mit der U-Bahn? Hatte sie vielleicht einen Platten? Nein, die U-Bahn ist stecken geblieben. Wie konnte denn das passieren? Keine Ahnung. Jedenfalls musste ich die letzten 2 Stationen zu Fuß gehen. Unter der Erde oder wie? So, jetzt pass mal auf, Freundchen. Ich kenne jede Menge Ausreden. Und das war eine von den schlechteren. Aber das ist keine Ausrede. Die U-Bahn ist wirklich stecken geblieben. Dann musst du das nächste Mal früher fahren. Moment. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe gerade deinen Mitspielern erklärt, wie wichtig das Pokalspiel ist. Dass wir alles geben müssen. Ja, ich weiß. Nichts weißt du. Sonst wärst du nämlich nicht zu spät gekommen. Aber vielleicht denkst du ja, du kannst dir solche Extrawürste leisten, weil ich dich sowieso fürs Pokalspiel aufstelle. Aber darauf würde ich mich nicht verlassen. So, und jetzt gehst du zu deiner Bastiane. Ich glaube, sie ist im Salon. Und vergiss nicht, kein Wort über deine Familie. Hm? Nein, keine Sorge.